Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem neuen Event, Wochenend-Event, Find the Golden Monster vom 6. Freitag 0 Uhr Dezember bis 8. Sonntag 23:59 Uhr Dezember. Und ja, es ist einfach die Spawnrate von Golden Albert verdoppelt und ja, das war's schon. Und dann haben wir ein paar Bugfixes und generelle Änderungen nach der Serverwartung gestern gehabt und ein paar davon sind tatsächlich ganz interessant. Auch ein paar Sachen, die einfach noch mit dem Update zusammenhängen, ist ja immer so, und die auch wirklich größtenteils gut und richtig und wichtig waren. Gibt natürlich leider auch ein paar neue Bugs, die dadurch entstanden sind, wie immer halt, aber naja, so ist das ja jedes Mal. Jedenfalls hat der Boss eigentlich Wasserelement gehabt, also es hat auch in der Schadensrichtung zu ihm hat es auch funktioniert. Man hat mit Blitz mehr Schaden gemacht und mit Feuer hat man weniger Schaden gemacht auf der Waffe. Er selbst hat aber keine Wasserangriffe gemacht, also Blitz auf der Suit war nutzlos. Jetzt ist es aber wohl irgendwie richtig. Außerdem, wenn man gestorben ist, hat er teilweise wohl seine HP einfach voll recovered, was natürlich auch ziemlich ätzend ist, weil bei so einem Bossfight, weil da kann man ja mal sterben, wenn man nicht aufgepasst oder so, und dass er dann jedes Mal wieder Full HP ist natürlich auch ziemlich nervig. Wurde auch gefixt. Außerdem, gut, das ist jetzt eigentlich kein so großes Problem, es ist mehr für den Umkleideraum auch, glaube ich, gewesen. Kaigas Fury Mask und Kaigas Fury Wings haben nichts angezeigt, wenn man sie beim falschen Geschlecht benutzt hat. Ja, aber ich meine, das geht ja sowieso nicht. Also von dem her, keine Ahnung. Das war, glaube ich, mehr so ein Umkleideraum-Dingens. Ja, dann irgendwie ein Fehler, fix the issue where the minimum width, also Breite of the character window was too large. Fix an issue where the improved special attacks display was showing in the opposite direction. Also das ist das, wo sie beim Update geändert haben, mit dem, dass jetzt die Kreise, die Giant Special Attacks oder auch Boss Special Attacks quasi terraingerecht angezeigt wurden. Gab es wohl auch wieder einen Fehler, dass die in der falschen Richtung dann angezeigt wurden. Vor allem bei Halbkreisen war das wohl das Problem. Dann ein Problem wurde behoben mit dem Couple Storage. Wenn es voll war, wurde die falsche Nachricht angezeigt und man hat probiert, ein Item reinzupacken. Dann wurde ein Fehler behoben mit dem Instanced Dungeon Window, wo die Level Requirements in der falschen Farbe angezeigt wurden. Ein Fehler wurde behoben, wo das Interface von, genau, das Blessing of Goddess und Blessing of Demon Interface gab es einen Fehler. Und da ist jetzt interessant, Blessing of Goddess gibt es jetzt eben 9 Fehler, wo man dann sogar irgendwie das Game neu starten muss, wenn der auftritt. Also ziemlich nervig und ja, wird hoffentlich auch noch bald gefixt. Und ein Fehler wurde behoben, wo 2024 Witchhead F mit dem Character Hair Hahn geglitscht hat. Ja, soviel zu den Bugfixes und dann gibt es noch ein paar General Changes. Der Cooldown von Satanology im PvP wurde von 3,5 auf 4,5 Sekunden erhöht. Die Menge der Monster im Hernes Dungeon wurde erhöht. Dazu kommt heute noch ein Video, wo ich das gestern quasi ausprobiert habe. Sagen wir mal so, das können Sie gerne nochmal machen. Dann neues Achievement oder neue Achievements und Titel für Herneos Monster einschließlich dem Boss wurden hinzugefügt. Allerdings nicht für die beiden Giants, finde ich ein bisschen schade. Gut, die sind jetzt nicht so ultra relevant wahrscheinlich für die meisten Leute zugegebenermaßen. Aber ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht, warum die Giants jetzt außen vor gelassen wurden. Aber gut, egal. Hauptsache für die Monster, die man massenhaft killen kann, also bei denen man auch wirklich levelt. Und für den Giant, ich meine, da ist es natürlich am wichtigsten, für den Boss, da ist es natürlich am wichtigsten. Aber die Giants wären natürlich auch interessant gewesen. Pressing the Enter Key in the Search Shop Window will now refresh the Search Results. Also wenn du Enter in den Search Shop Window ballerst, kannst du die Suche aktualisieren. Die visuelle Sichtbarkeit, Visual Appearance, bin mir nicht 100% sicher, was genau damit gemeint war. Auf der New Free PvP Arena Cycle wurde verbessert. Genauso wie die Kollision. Also unsichtbare Wände müsste damit wahrscheinlich gemeint sein. Und dann Jester's Blast kriegt gleich 5 Zeilen. Allerdings ist es das, was im Update eigentlich schon hinzugefügt werden sollte. Das sind die Änderungen, die gleich wieder zurückgenommen wurden, weil das, also es wurde zumindest vermutet von ein paar Leuten, dass das für diese Serverabstürze, also dass das daran schuld war, dass die Server am ersten Tag so verkackt waren und da nochmal 2 Stunden Serverwartung gemacht werden musste. Genau, das wurde jetzt eben hinzugefügt. Also Knockback von Jester's Blast wurde entfernt. Jester's Blast macht keinen Schaden mehr beim ersten Casten. Also beim Benutzen des Skills beim ersten Mal.
Jester's Blast entfernt nicht mehr vorherige Jester's Blasts. Jester's Blast hat jetzt kein Target mehr. Es ist ein Non-Target AoE-Skill. Und Jester's Blast macht jetzt 1,5 mal den Schaden und 2 mal den Schaden und 2 mal die Range von dem, wenn der Effekt ausläuft, anstatt dass er früher explodiert, wenn man Jester's Blast auf das gleiche Ziel 2 mal benutzt. Genau. Ob das jetzt wirklich reicht, um hier Jester relevanter zu machen, ist die Frage. Allerdings wurden damit wirklich die nervigsten Sachen eigentlich behoben, um das hier mal kurz zu zeigen. Also ich kann jetzt hier einfach mitten in der Stadt einfach Jester's Blast benutzen. Vielleicht auch mal Effekte aktivieren. Genau. Und okay, man sieht die Bombe jetzt tatsächlich nicht, aber man sieht den Timer. Und wow, kostet so viel FP? Jesus Christ. Genau. Also das ist quasi die Änderung. Das ging vorher nicht. Vorher musste man immer ein Monster angeklickt haben. Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie die Animation nicht auch verändert haben. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie mit Effekten Jester's Blast benutzt. Genau. Und ja, ist alles in allem eigentlich ganz cool. Das sind wirklich die nervigsten Sachen entfernt. Also der Knockback war extrem nervig. Gut, das mit dem Self-Cast würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt irgendwie nötig war. Aber es ist sicherlich auch nicht schlecht. Und gutes Initial Damage, dass er das nicht mehr macht. Ich sag mal, das ist auch relativ irrelevant, weil es, glaube ich, immer nur auf ein Monster gezählt hat. Also es ist ja ein AoE-Skill, deswegen ist das jetzt auch relativ irrelevant. Und ja, alles in allem auf jeden Fall große Verbesserungen. Aber keine Ahnung, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich Leute anfangen, AoE-Jester zu spielen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wird sich zeigen, wie sich das in der Zukunft durchsetzen wird. Vielleicht auch, keine Ahnung, durch... Ich meine, mit Hernes Jojo, klar, Waterbomb kann er nochmal 4 rausreißen. Man kann den Skill mehr oder weniger jetzt spammen. Plus Non-Target, muss nicht mehr das Ziel wechseln, nicht mehr Ziel anvisieren. Also wenn man in einer fetten AoE steht, zum Beispiel in einem Dungeon Run, ist es jetzt sicherlich noch viel chilliger als vorher. Keine Frage. Aber ich meine jetzt halt generell AoE spielen. Also ich meine, nur in einem Dungeon Run mit Hernes Jojo durchzulaufen und zu sagen, ja, Jester's Blast ist geil. Ich meine, natürlich ist es geiler, als keinen AoE-Skill zu haben. Aber kann das wirklich mithalten mit Ranger AoE, mit, keine Ahnung, ich meine, gut, Mages will ich jetzt gar nicht erwähnen, weil mit Mages AoE kann eigentlich niemand mithalten. Aber ja, keine Ahnung, wird sich zeigen. Ihr könnt es ja gerne ausprobieren und mir berichten. Ich denke nicht, dass ich es ausprobieren werde, aber ich bin mal gespannt, was die Leute so berichten in ein paar Wochen, wie es so mit Jester AoE aussieht. Ja, auf jeden Fall relativ ausführliche Patch-Notes dafür, dass das ja nur so ein Semi-Patch war. Und, oder so eine Semi-Serverwartung. Und ja, mal gucken. Was sie auf jeden Fall noch fixen müssen, ist dieser neue Bug bei Blessing of the Goddess, wie gesagt, wo irgendwie das Game dann crasht. Das müssen sie auf jeden Fall unbedingt fixen, aber es wurde auch schon reported und so. Genau. Und ansonsten bin ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr im Bilde, was noch so andere Bugfixes und so angeht, die noch ausstehen. Aber werden wir dann in der nächsten Serverwartung auf jeden Fall mitbekommen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.